Die eigenen vier Wände. Selten fühlen wir uns anderswo wohler als dort. Erfurt & Sohn trägt in einem gewissen Maße dazu bei. Gegründet 1827 als Papiermühle von dem Papiermacher Friedrich Erfurt, gilt sein Enkel Hugo als Erfinder der Raufasertapete und verhalf dem Unternehmen damit zur weltweiten Bekanntheit. Heutzutage versteht sich Erfurt & Sohn als Hersteller von Wänden zum Wohlfühlen. Aber was heißt das eigentlich? Und wie nachhaltig können Wandbelege und Tapeten überhaupt sein? Wir blicken bei Erfurt & Sohn hinter die Fassade. Wir sind hier in einem spannenden Setting. Wir können überall den Slogan lesen, Wände zum Wohlfühlen. Was kann man darunter verstehen? Welche Eigenschaften müssen solche Wände haben? Ja, Wände zum Wohlfühlen haben erstmal eine tolle zeitlose Optik, die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung und Farbauswahl. Und in unserem Falle sind sie tatsächlich zum Wohlfühlen, weil sie sind sehr angenehm auch zu berühren. Martin Erfurt, ich denke, jeder von uns hat in irgendeiner Weise schon mal mit Wandbelegen zu tun gehabt. Wie sieht denn Ihr klassischer Endverbraucher aus? Das sind einmal junge Leute, Studenten, die ihre erste Studentenbude einrichten. Das sind junge Familien, die ihr Nest bauen. Aber es sind auch Senioren, die sich für den Lebensabend neu einrichten. Sehr umfassend eben, sowohl im privaten Bereich als auch im Baubereich. Eigentlich jeder, der in einem Raum ist, privat oder auch im Büro, hat Wände und die gestalten wir. Und insofern ist unsere Zielgruppe da ganz breit aufgestellt. Henrik Erfurt, ein Familienunternehmen in der 8. Generation mit einer fast 200-jährigen Tradition. Was bedeutet das für Sie ganz persönlich und auch für das Unternehmen sowie die Werte des Unternehmens? Ja, das ist eine Aufgabe, die man auf Zeit erhalten hat, mit der ganz konkreten Maßgabe, ein derartiges Unternehmen eben als Familienunternehmen, da legen wir ganz besonderen Wert drauf, auch weiteren Familienmitgliedern mindestens in gleicher Kubatur, wenn nicht besser, weiter zu übergeben. Das ist für uns wesentlich und das fühlt sich gut an. Die Tapetenproduktion bedarf einige Ressourcen, Wasser, Strom, Holz, Papier. Wie bewusst geht das Unternehmen mit diesen Ressourcen um? Was macht den Standort Wuppertal so besonders? Wir liegen als Unternehmen mitten im Naturschutzgebiet, historisch bedingt. Und wir engagieren uns sehr für unsere Umwelt drumherum. Zum Beispiel das Papier wird komplett recycelt aus Altpapier. Dann unsere Holzfasern werden aus nachwachsenden Wäldern bezogen. Das Thema Wasser, auch sehr interessant, wir haben einen geschlossenen Wasserkreislauf. Der Standort Wuppertal ist ja ursächlich zunächst aus Westfalen heraus begründet worden. Er befindet sich in beiden Regierungsbezirken, weil die Wupper ist der Standortfaktor gewesen für die Familie Erfurt, um hier Papier zu machen. Und das weiche Wasser an der Wupper ist der Standortfaktor dafür. Welche Produkte umfasst heutzutage die Palette von Erfurt & Sohn? Alleine jetzt bei uns auf der Papiermaschine unten laufen über 50 Produkte. Das sind unter anderem zum Beispiel Raufaser, Fließraufaser mit unterschiedlicher Körnung, unterschiedliche Tapetenfliese, wie zum Beispiel Prägefliese. Aber wir sind auch außerhalb der Wand aktiv, wie zum Beispiel mit verschiedenen Spezialpapieren, zum Beispiel Digitaldruckpapieren. Sollte es dazu kommen, dass Produkte nicht den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, werden diese natürlich nicht an den Kunden ausgeliefert, sondern werden wieder eingesetzt. Das bedeutet einfach, wir haben hier auch einen Kreislauf, der sehr nachhaltig ist. Tim Fischbach, Unternehmen müssen heutzutage nah am Kunden agieren. Wie gestaltet sich das in Ihren Produktionsabläufen? Wir versuchen natürlich unsere Produktionszyklen so kurz wie möglich zu halten, dass wir schnell auf Kundenanforderungen reagieren können. Die Mitarbeiter kennen sich untereinander, auch von entfernten Abteilungen. Und dadurch sind die Abstimmungsprozesse recht kurz und schnell. Reagieren Sie oder agieren Sie vorausahnend? Wir gehen in den Markt voran und ja, die Kunden können sich an uns orientieren. An anderer Stelle regelt sich der Markt aber und wir müssen hinterherkommen und schnell reagieren, um da weiter mitzugehen. Wie können Sie mit Sonderanfertigung oder Sonderwünschen von Kunden umgehen? An sich ist hier nichts unmöglich. Das sieht man auch an unseren Produkten, die wir fahren. Wir haben neben der Produktion hier natürlich auch eine Produktentwicklung und eine Business Development Abteilung. Die Kunden kommen mit ihren Ideen zu uns, wir entwickeln zusammen, wir führen technische Gespräche. Wenn dann alles stimmt, fahren wir die Aufträge zu den Kunden. 17 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit, eine unfassbar lange Zeit. Wie gelingt es Erfurt & Sohn, die Mitarbeitenden so langfristig ans Unternehmen zu binden?
Wir haben hier in der Firma flache Hierarchien, das ist sehr wichtig. Natürlich flexible Arbeitszeiten, eine betriebliche Altersvorsorge, mehrere Sport- und Gesundheitsangebote. Wenn man sich 25 Jahre kennt, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch privat, dann hat man viel zusammen erlebt. Und diese Erlebnisse, die stärken auch ein Team. Und die jungen Leute haben auch hier Karrierechancen. Sie können aufsteigen im Unternehmen und können Verantwortung übernehmen. Und ich denke, das ist für die Innovation sehr wichtig, die Freiheit, auch mal Gedanken zu äußern, die vielleicht erstmal ein bisschen schräg klingen, die dann aber doch vielleicht eine tolle Idee haben. Ich denke an die Giga-Rolle. Da haben wir erstmaliges gemacht, dass man die Wände nicht in Bahnen, sondern quer tapeziert. In dem Zusammenhang haben wir unsere Kunden auch sehr schnell mit ins Boot geholt und haben gesagt, hört mal, was braucht ihr denn, welche Abmessungen braucht ihr? Und das haben wir auch ganz gut zusammen geschafft, denn 2020 haben wir die Giga-Rolle das erste Mal zusammen ausgeliefert. Eine tolle Innovation mit vielen Vorteilen für den Verarbeiter und auch für den Endverbraucher, eben ein Ergebnis unserer Innovationskultur. Felicitas Erfurth, wie kann Ihnen die Digitalisierung dabei helfen, diese Ideen zu verwirklichen? Bei einem Unternehmen, was 1827 gegründet ist, mit all den gewachsenen Strukturen, ist die Digitalisierung wirklich eine große Herausforderung. Wir haben uns aber dieser Herausforderung schon früh gestellt und sind in vielen Bereichen schon sehr digital unterwegs. Und im Gesamten merkt man, dass das Unternehmen deutlich transparenter ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer neugierig bleibt, dass man immer nach Neuem sucht und mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht. In diesen sich schnell verändernden Zeiten immer das Unternehmen so zu gestalten, so zu entwickeln, dass es Zukunft hat. Und das ist die Aufgabe, die macht mir riesig viel Spaß. Und ich freue mich aber auch, wenn die nächsten Generationen Verantwortung übernehmen.